Was geht ab, Freunde? Ich bin's Tim und zwar willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's um ein YouTube-Video, auf das ich reagieren soll. Das ist von einem Hollywood-Trainer. Vincent hat's mir geschickt. Vincent hat gesagt, er findet es super interessant. Mein Bauchgefühl zu Hollywood und Trainern ist immer ominöse, dunkle Unternehmen, die ihre Stars in 3 Monaten so fit bekommen wollen, dass es gar nicht ohne Vitamin T geht. Ich bin gespannt. Und der Trainer dann sein Scam-Programm bewerben will. Das ist immer so mein skeptisches Bauchgefühl. Ich hoffe, es trügt mich, weil ich habe heute relativ gute Laune. Nach so einem Video hätte ich schlechte Laune. Deswegen hoffe ich, dass das nicht so ist. Most of the time it's going to be something where a studio comes to me and asks me about prepping someone for a role. What we do is we literally have to sit down and figure out what the characteristics are of that role. The variables involved, meaning like, are they going to be in the desert? Are they going to be carrying heavy weight, an exoskeleton? How physical is the role? But a lot of it has to do with, background. Are they a novice? Have they ever trained like this before? Believe it or not, what we're doing is really helping these guys with character building. I want to enforce that character. I want them to feel super free of any type of psychological hindrances. I take a lot of pride in making these guys super strong, move well, fit, resilient, confident, and do it safely. These guys get injured, production shuts down, millions of dollars out the door. Ich muss sagen, sehr guter Eindruck. Erstmal deutet so ein bisschen seine Trainingsphilosophie an, dass das über das bloße Krafttraining hinausgeht, dass er den Menschen damit auch psychologisch helfen wird. Da haben wir auch mal ein Video gemacht, da erkläre ich euch das, welche Hintergründe das hat. Das auf jeden Fall, allein das Krafttraining an sich ist eine krasse psychologische Stütze und fördert krass die Entwicklung, dann natürlich auch das Selbstbewusstsein der Rolle gegenüber. Wenn du ein Soldat in einem Film bist und du warst noch nie im Fitnessstudio und dann musst du einen auf Acting Tough machen, dann das passt einfach nicht zusammen. Das kannst du auch nicht rüberbringen, ne? Das merkt man auch. Und das kriegst du dann auch nicht mit bloßer Schauspielkunst weg. Deswegen, man muss da wirklich reinfühlen in so eine Rolle. Ich zum Beispiel bin ein katastrophaler Schauspieler, deswegen kenne ich das. Wenn irgendwas ist, wo ich nicht irgendwie mich selbst spüre dabei, dann macht das gar keinen Sinn. Selbst wenn es ein banales InScope-Video ist. Also deswegen, da hat er wirklich recht. Da steckt echt sehr, sehr, sehr viel dahinter. Und ansonsten auch noch so ein bisschen die Vielfältigkeit. Das hat man auch in dem Banner kurz gesehen von Militärrollen, Tanzrollen und so weiter. Also auch diese choreografischen Elemente und so weiter und so fort. Also das ist schon ein komplexes Thema. Also er hat da auf jeden Fall einen krassen Job. Plus das Allerwichtigste mir natürlich ist, dass die Wirbelsäule ganz bleibt. Dass sich Leute nicht verletzen. Und zwar, das hat er am Ende gesagt, wenn sie sich verletzen, dann ist die ganze Produktion gefickt. Bradley Cooper came to me through John Krasinski, and he got this big role for American Sniper. For Bradley, it's all in. He wants to become that character. Chris Kyle, 225 pounds, military guy, highly respected and decorated. Bradley Cooper, 185 pounds, wet, novice, never trained like this before. Not like this, not the kind of weight training that we were going to have to do. I'm going to be honest with you, this was the one that I was most worried about in my career, because I didn't know if we could achieve what he wanted to achieve. We had almost 12 weeks. 12 Wochen, um ihn von 185 Pfund auf wie viel? 205? 205 oder 215? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also okay. Meine Skeptik kicked in. I think it was the first 8 weeks that we were doing 2-a-days. I mean, we had a lot. I thought maybe 20, 25 pounds was doable in that time frame that we had. 40 pounds heavier is a big deal. We had to get him moving. We had to get the weights. Also 18 Kilo schwerer will er hinbekommen. Bin ich gespannt. There's 2 variables here that I can play with, and that is the range of motion and the weight. We started safe, and we started at a high position. We started light. As I see him progress and get better. Er fängt erstmal an mit einer komplexen Verbundsübung, damit er die Koordination hinbekommt, plus dass er dann auch stärker werden kann. Wahrscheinlich auch einfach, weil das so eine typische, das passt so zu diesem Bild von Soldat, weil du viel tragen musst und du hast das ist eine geile Filmszene, ne, wenn du deadliftest, wenn es jetzt so ein Trap-Bar ist. Und zwar hat er gesagt, es gibt 2 Mechanismen, mit denen er Progression einleiten kann. Das ist einmal Range of Motion, das bedeutet, in der Regel fängst du auch immer an, eine kurze Range of Motion zu haben. Wieso? Dann müssen die sich nicht so krass bücken. Wenn du dich tiefer bückst als Anfänger, kommst du auch in Zwangslagen und die Verletzungsgefahr ist höher. Also das ist auf jeden Fall richtig, was er da gerade sagt. Bloß später kannst du dann natürlich nochmal die Sicherheit reinbringen und du hast, wenn du einen längeren Arbeitsweg hast, ergo ist die Übung natürlich schwieriger und die Intensität ist höher. Das andere ist natürlich, das Gewicht nach oben zu schrauben. Also soweit, was er alles sagt, ist hat Hand und Fuß, auch mehr als es auf den ersten Blick scheint und mehr als er auch sagt sogar. We can take those down. So we got Bradley really strong. And as we progressed, he became more mobile. He could actually lift from the ground. And the confidence and everything that came with that, I mean, literally, it was amazing to watch the transformation. We actually ended up, towards the end of it, lifting a little over 425 pounds. You cannot fake the way 400 pounds feels when you lift it off the ground. So in the movie,
That's real. 400 Pfund sind wie viel? 182 Kilo. Gut, das ist jetzt mit so einem Trap-Bar ist das wesentlich leichter als mit der Stange, das ist krass. We ended up doing, I think it was 4 days of 2-a-days. He would come in the morning, 6 a.m. We would train for an hour, hour and a half. He would go home and recover. He would come back. We'd do a lot of the volume training in the afternoons. And then he would do a half day on Wednesday. And that was his week. Er sagt jetzt, er ist gekommen um 6 Uhr morgens, hat mit ihm 6 Uhr morgens trainiert. Das intensive Training, das bedeutet, morgens hat er mit ihm dieses Trap-Bar, Deadliften und so weiter, diese Verbundsübungen, Komplexübungen gemacht, die schwierig sind. Und danach hat er mit denen so Sachen gemacht wie halt Isolationsübungen, die niedriger waren in der Intensität. Und er hat das Training jetzt gesplittet auf, warte, ich muss gucken, Volumentraining. Er hat keine Zeitangaben. Das ist entscheidend. Ne? Wenn er 2 Stunden mit dem Volume-Training macht danach und morgens 60 bis 90 Minuten mit dem trainiert, dann ist unser lieber Kerl HGH zum Frühstück mit seinem Müsli. Der hatte die ganz bunten Smarties im Müsli. Wenn er jetzt eine Stunde trainiert, nochmal so Volumen ein bisschen, weißt du, so ein bisschen auf Pump und so weiter, dann wird das realistisch. Aber jetzt gucken wir mal weiter, was er denn damit erreicht hat, weil dann sehen wir es. He didn't need to get ripped, he needed to get big. And that's a big difference. I knew that there's no way in hell that guy was going to eat. Das, was er sagt, der muss groß werden. Ja. Also, Nicht shredded halt. genau, nicht shredded, groß im Sinne von, der muss breit werden, so monströs breit, Holzfäller breit. Macht es ihm natürlich leichter, weil er kann besser trainieren. Mit einem Trichter in der Fresse zu trainieren und ist halt schwierig zu essen, aber ist besser für einen Trainer, als wenn du ihn stärker machen musst, bloß ripped, weil dann reden wir meistens von Steroiden. As many calories as he needed to put that kind of mass on, so we had to drink the calories. So I just progressed it week by week to try to increase a little bit at a time, 500 calories or so. I knew that we had been doing a really good job. Once we hit the 200 mark from the 180 mark, everything started rolling. His body just couldn't get enough of it. He was recovering, he was doing everything he needed to do, and it wasn't until the day before shooting that we got him on the scale, and it literally read 225, and I couldn't even believe it. Er hat 18 Kilo zugenommen, 40 Pfund In 3 Monaten? in 12 Wochen, ja? Ja. In 3 Monaten. Wenn du jetzt mir ein Bild hättest, dann könntest du mir zeigen, ich kann jetzt nur diese eine Filmaufnahme nehmen, plus das eine Bild, was er gezeigt hat. Da war schon sehr viel Körperfett dabei. Wir rechnen mal kurz, wie viel Ernährung, wie viel Muskeln davon ist, weil das sind keine 18 Kilo Muskelmasse. Wenn jetzt jemand sagt, das sind, so wie das verkauft wird auf irgendeinem Men's Health Magazin, Bradley Coopers 18 Kilo Muskelaufbauprogramm in 3 Monaten. Treffen wir uns in Skandinavien zur Nobelpreisverleihung, wenn das ohne Steroide gemacht worden ist. Das wird es wahrscheinlich nicht sein, weil es sind keine 18 Kilo Muskelmasse, die er draufgepackt hat. So, jetzt können wir mal gucken. Jetzt hat er gesagt, die mussten den da fast schon force feeden. Ich will das jetzt nicht nochmal alles ganz genau angucken, aber ich mache mal ein kleines Rechenbeispiel. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, er macht 1000 Überschusskalorien am Tag, also netto, rechnen das ganze Training runter, dann sind wir 30 Tage, 90 Tage, 90.000 extra Kalorien. 90.000 extra Kalorien, kannst du dir so vorstellen, sind circa 10 Kilo Fett. Mal jetzt die ganzen Sachen wie Wasser und so, lassen wir mal kurz beiseite. Circa 10 Kilo Fett. 9.000 Kalorien Überschuss ist 1 Kilo Fett, was dein Körper anlegt. Primitiv gesprochen. Leute, die das Genetikvideo gesehen haben, wissen jetzt, wird schon noch wesentlich kompliziert, aber wir tun mal so, damit das Rechenbeispiel leicht wird. Jetzt haben wir zum Beispiel 10 Kilo Fett, 2-3 Kilo Wasser dabei, dann sind wir vielleicht bei 5 Kilo Muskelmasse. Maximal 6. Mehr kann er nicht aufgebaut haben. Kommt ja aber hin ungefähr dann. Es würde hinkommen, wenn man das so mal splittet, primitiv, das ist ja so eine Milchmädchenrechnung. Aber 5 bis 6 Kilo Muskelmasse kannst du aufbauen in dem Zeitraum. Macht der Plan Sinn? Das ist jetzt die nächste Frage, dieses 2-mal am Tag trainieren. Eigentlich ist das so, Stoffer trainieren 2-mal am Tag. Intensiv. So. Er hat 4-mal die Woche 2-mal am Tag trainiert. Mittwochs hat er Pause, Wochenends hat er Pause. Man hat das mal untersucht. Ich kann jetzt mal eine Muskelgruppe geben, wo ich weiß, dass man das untersucht hat. Ich bin jetzt nicht so der Freund von 2-mal am Tag trainieren. Aber man hat untersucht, man hat quasi herausgefunden, dass man hat einmal eine Gruppe gehabt, die hat morgens trainiert und dann nochmal nachmittags trainiert. Quasi 10 Sätze Beinstrecker, 5 morgens, 5 nachmittags, und die anderen haben alle 10 Sätze auf einmal gemacht. Die erste Gruppe, die 2-mal am Tag trainiert hat, hat mehr aufgebaut. Das sagst du warum? Könnte man das erklären beispielsweise mit, du erholst dich und kannst dann später noch mehr Power haben in diesen Übungen. Kannst du und demzufolge mehr Gewicht bewegen. Genau, kannst du einen krassen Reiz setzen. So. Macht auch Sinn, wenn du morgens dann zum Beispiel diese krassen Übungen machst und dann nachmittags die Isolationsübungen und dieses Pumptraining, wo du jetzt nicht, dich komplett zerstörst, aber du immer noch einen signifikanten Wachstumsreiz setzt. Leute, die zum Beispiel das Volumen alles in einem Training wegstecken können, die länger trainieren, kriegen das hin. Also ich zum Beispiel habe auch relativ hochvolumig trainiert. Das werden wir dann im Simeon Panda Video sehen, wo ich dann gemacht habe, da rede ich da genauer drüber. Also das geht schon. Das Ding ist jetzt, nicht jeder Mensch verträgt das. Und da ist jetzt die Frage, wo ich nicht sagen kann, wenn das jetzt 5 bis 6 Kilo Muskelmasse sind, dann ist das schon extrem krass. Wirklich, wir sprechen von extrem krass, was der aufgebaut hat.
es geht. Wenn er gute Veranlagung hat, dann der wurde er gebabysittet von überall. Das ist jetzt auch kein realistisches Setting, auf das du zum Beispiel Zugriff haben könntest. Ne? Koch und so weiter. Genau, sondern wir reden von allem. Ich sag so, es ist schon realistisch und ich denke schon, dass das jetzt in dem Fall ohne Steroide gehen würde, aber man muss jetzt die ganzen Schlagzeilen wegnehmen. Ne? Das sind keine 18 Kilo Muskelmasse, schon ein bisschen übertrieben. Ne? Frage noch, hättest du was anderes gemacht? Jetzt mal ganz ohne das Konzept zu haben? Hättest du irgendwie anders angesetzt? Oder? Warte, also war ich in so einer Situation, ja. Aber in dem Fall, was mich halt interessiert ist, wie kriegst du das hin, dass der sich nicht verletzt? Der konnte zweimal am Tag trainieren und der ist wie viel? Knapp 100 Kilo stärker geworden in Trap-Bar-Kreuzheben? Das ist geistesgestört. Das ist geistesgestört. Ja. 100 Kilo kannst du auch wieder sehen, ne? Dann wird das wahrscheinlich weniger Range of Motion gewesen sein, so die Zahlen so ein bisschen. Jetzt wenn du nur sagst, okay, der hat das sauber top gemacht, dies und das, dann sagen wir, okay, hat er sich ein bisschen die bunten Smarties gegönnt? I don't know. Ich will nur sagen, ich denke schon, dass das geht. Hätte ich was anderes gemacht? Nein, du musst, also das Volumen musst du splitten, weil der ist ja jetzt nicht krass gewesen, also hättest du den jetzt 2,5 Stunden am Stück trainieren lassen. Wenn ich jetzt aber aus dem Plan abgelesen hätte, der trainiert morgens 60 bis 90 Minuten und dann trainiert er später nochmal 2 Stunden, dann weiß ich, wie viel Uhr es ist. Ne? So, dann das kann ich mir nicht vorstellen, dass das klappt. Weil du hast gesehen, wie der ausgesehen hat. So, das macht keinen Sinn. Aber so von der grundlegenden Organisation her, der Kerl hat auf jeden Fall Ahnung. Also er weiß, was er macht mit dem. Definitiv. Gefällt mir auch die Herangehensweise, kann ich nicht haten. So I was training Emily Blunt for a while with John. Those two in the gym at the same time is absolutely hilarious. They're the most comedic people I've ever seen. Nothing really gets done in the gym, so we had to separate them because we had a lot of work to do. Emily came in, she got her first action role. Edge of Tomorrow was fantastic. She had to wear an exoskeleton, and this thing weighed about 70 pounds. And day in, day out, shooting with 70 pounds on your back, that's a new one for me. This is what keeps my job pretty interesting too, because I never even thought that someone would be doing something like this. We ended up doing a lot of conditioning out on a track and using weight vests to kind of mimic that feeling of having that exterior skeleton and teaching her how to move with that weight on her back. We progress just like anything else. You're not going to go and you're going to put 50 pounds of weight vest on someone. So we would start with a 10-pound weight vest 1 week. We'd end up doing a 20-pound, a 30-pound, a 40-pound, eventually a 50-pound weight vest. I just wanted her to get an idea of what that was going to feel like and how hindering it is. Okay, das ist jetzt interessant. Und zwar, sie hat einen 32 Kilo Exoskelett, was sie die ganze Zeit mit sich rumschleppen muss. Das ist natürlich nicht leicht, weil damit musst du erstmal beibringen als Coach, wie bewegst du dich damit, also ohne dass du dich fixst. Dann wie ist das Gewicht verteilt, weil das wird ja jetzt nicht perfekt, wie wenn du Fett aufbaust, so mehr oder weniger sich über deinen Körper verteilen, sondern das trägst du meistens hinter dir. Und jetzt musst du genau das nachahmen im Fitnessstudio und das ist nicht leicht, also das ist wirklich schwierig, ne? Weil da verändert sich ganz viel, weil dann ist eine Übung auch nicht mehr dieselbe Übung, wie wenn du sie nur mit deinem Körpergewicht machst, weil es wird vorgegeben, wie du das Gewicht lädst. Das heißt, das ist was ganz anderes, haben wir vorhin gehabt, wenn wir zum Beispiel Kreuzheben machen mit einer Kurzhantel, als mit einer Langhantel, als mit einer Gewichtsweste, wie auch immer. Da reden wir von ganz anderen Belastungen auch und von einer ganz anderen Übungsausführung. Und genau das musst du hier dann auch bedenken. Das heißt, du fängst an erstmal mit einer kleinen Gewichtsweste, dann wird die Gewichtsweste größer und größer und größer und größer und größer, bis du irgendwann Belastung erreichst, die du im Film dann brauchst und mit der arbeitest du dann und dann bringst du ihr bei, wie man sich damit bewegt. Das Ziel von dem Training ist dann gar nicht wie zum Beispiel beim ersten unbedingt die Optik, wir müssen jetzt 40 Kilo schwerer bekommen, sondern das Ziel ist dann, bekomm die Frau so hin, dass sie sich nicht verletzt am Set, während sie mit einem 32 Kilo schweren Exoskelett den ganzen Film rumläuft und sie das noch mit Eleganz und Leichtigkeit bewältigen kann, weil sie wird dann vielleicht damit rumrennen müssen, Action-Szenen drehen, etc. etc. I don't know if you remember in the film, in that incredible scene where she's doing like the full-on push-up, it was kind of an epic scene, and I've actually had a lot of clients come to me saying I want to look like Emily Blunt. Brie Larson for Captain Marvel. She came to me because of Emily Blunt and the way that she looked and performed. So diese Eleganz in der Bewegung, das, was wir auch schon ein paar Mal besprochen haben hier, das kannst du auch im Gym trainieren. Das ist genau das, worum es auch geht. Ne? In dem Film willst du auch, dass sich jemand spielend leicht bewegt, während er, wie zum Beispiel Larry Wheels, während er die halbe Welt hebt und das dann mit so einer spielenden Leichtigkeit macht. Das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Feel in so einem Film, als wenn du die banalste Tätigkeit machst und du scheißt dir fast in die Hosen vor Anstrengung. Training to become a superhero. Brie Larson, Captain Marvel. She came in, she had the best mentality, she was ready to go. Anything we wanted to do, she was ready for it. We had the proper amount of 12 weeks, which I absolutely love. I knew we were going to knock it out of the park with her. To keep things interesting and fun, you kind of want to set goals. You want to set milestones for these guys, because we got week after week after week of training. So what we try to do is set these short-term and long-term goals that are realistic and sometimes unrealistic, but it's still nice to have them.
So we would start with pull-ups. Er sagt dann auch, du hast unrealistische Ziele einerseits, die du stellst, weil ich kenne das selber, wenn du dann mit den Leuten ein bisschen arbeitest, kommen die immer zu dir und sagen, hey, was kriegen wir in 2 Wochen hin? Und dann denkst du dir so, oh mein Gott, warum kriegst du nichts hin? Aber gut, das kannst du dem aber so nicht sagen, weil du kannst ihn nicht demotivieren. So, jetzt musst du gucken, wie kannst du mit dem ein Ziel ausverhandeln, das ihn genauso motiviert bleiben lässt, sodass, weißt du, so ein bisschen so ohne den Enthusiasmus und die Motivation zu killen, realistische Ziele hinten reinschmuggelst. So, und kleine Meilensteine definierst, was man in einem Monat schafft, was man in 2 Monaten schafft, 3 Monaten schafft, dann musst du erstmal zuhören, okay, was ist der Person wichtig? Wie wir jetzt gesehen haben, haben wir vielfältige verschiedene Ziele von 18 Kilo aufbauen zu, ich will mich elegant bewegen in einem 32 Kilo Exoskelett, zu, ich muss fit sein in dem Film, bla bla. 3 Monate sind dafür ein extrem guter Zeitraum, aber es ist nicht das, was, wie soll ich sagen, also 3 Monate, man sieht das ja auch mit Fitnessprogrammen und so, dieser Zeitraum ist jetzt auch nicht, ist gewählt mit Absicht. Ich finde, das ist auch persönlich ein guter Zeitraum, weil du dann den Leuten terminiert also du kriegst quasi mit einem Ziel plus einem Zeitrahmen für das Ziel kannst du formulieren für 12 Wochen. Und das ist auch realistisch. Das heißt, ich kann ein krasses Versprechen machen, dass die meisten Leute gar nicht glauben würden, was du in 3 Monaten erreichen kannst, trainingstechnisch. Das ist wirklich krass. So. Aber 3 Monate sind noch nicht wenig Zeit. Und das konsequent beizubehalten, ist halt so eine Sache. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, er will 30 Kilo abnehmen, wirst du das in 3 Monaten schaffen? Nein. Aber wenn du mit dem die Hälfte abnimmst, wenn du wirklich dich komplett zerstörst und richtig fett Gas gibst, wie gesagt, es sind viele individuelle Fälle, kann man jetzt nicht alles generalisieren, aber wenn du nach 2 Monaten 10 Kilo runterkriegst oder nach 3 Monaten 15 oder so, dann hast du die Person motiviert und dann hast du einen ganz anderen Verhandlungsstandpunkt, dann kannst du nochmal weitermachen mit der Person. Deswegen sind 12 Wochen ein ziemlich guter Zeitraum, um da anzufangen und was Gescheites hinzubekommen. Wenn ihr da mehr wissen wollt, bei mir unten in der Beschreibung ist mein Fitnessprogramm verlinkt. Da zeige ich euch, wie ihr eine gescheite Trainingsstruktur euch aufbaut und wie ihr auch gescheit trainieren könnt, damit ihr das schafft. So, da hat er recht. 12 Wochen sind ein verdammt guter Zeitraum. The unassisted pull-up is the big goal for a lot of our women in these action roles and whatnot because it really just tells us where she's at with her upper body strength. Leute meinen, Frauen sollen nicht wirklich stark sein im Oberkörper, das ist absoluter Schwachsinn. Wieso ist es heute wichtiger, dass Frauen ein bisschen stärker sind in diesen ganzen Filmen und Co.? Wir haben heute so ein bisschen diese Feminismuswelle, dass man natürlich Gott sei Dank an der Emanzipierung von Frauen redet, aber auch Frauen so ein bisschen in diese Rollen von die typischerweise von Männern bekleidet sind, hineinsteckt. Dann hast du auch so eine Frau als Superheldin oder wie auch immer was, ne? Oder in so einer actionreichen Rolle. Und dann brauchst du natürlich auch eine Frau, die Oberkörper performen kann. Eine Frau, die sich nicht elegant bewegen kann und elegant mit ihrer Oberkörperstärke umgehen kann und die überhaupt gar keine hat, die ist falsch besetzt. Weil die muss ja trotzdem den Herausforderungen da standhalten können. So, jetzt das Ding aber. Viele Leute behaupten, dass Oberkörper für Frauen scheiße ist, also Oberkörper zu trainieren. Das ist absoluter Schwachsinn. Das sind 2 Dinge, glaube ich, die dieses Stigma füttern und nähren. Einmal ist das die genetische Voraussetzung von Frauen. Bei Frauen ist das so, dass der Unterkörper von Frauen relativ wesentlich stärker ist als der Oberkörper. Das hat zum einen zu tun mit der Architektur auch der Knochen. Das Becken von Frauen ist breiter und deswegen können die auch viel mehr Kraft aus dem Unterkörper holen unter anderem. Bei Frauen ist das so, dass der Oberkörper wesentlich schwächer ist im Vergleich zum Unterkörper und auch wesentlich schwächer als der von Männern. Frauen sind insgesamt auch schwächer als Männer, aber Frauen kriegen mehr Volumen hin in den Beinen oder im Unterkörper als Männer. Mehr Volumen, können da auch intensiver trainieren und regenerieren sich auch schneller als Männer. Sie werden jetzt zwar nicht absolut stärker werden als Männer, weil dazu sind Männer overall einfach viel stärker als Frauen, aber das bedeutet, dass Frauen dann natürlich auch im Gym folgende Gewohnheiten ausbilden. Erstmal ist es optisch viel schöner und anerkannt in Anführungszeichen, wenn eine Frau schön trainierte Beine hat, ne, dann hat sie einen schönen knackigen Po. Und dann trainierst du natürlich das, was dir Spaß macht. Wenn du zum Beispiel brustdominanter Kerl bist oder du hast auch so deine Lieblingsmuskelgruppe, die du dann ständig trainierst. Ich auch. Und dann trainierst du die öfter, dann wird die noch stärker und die Sachen, bei denen du schwach bist, die werden dann noch ein bisschen schwächer. Bei Frauen ist das der Oberkörper in der Regel. Die haben da keinen Bock drauf. Dann ist noch das soziale Stigma, ich will nicht aussehen wie Hulk, ich will mich nicht scheiße fühlen und so weiter und so fort. Und dann machen wir was? Wir trainieren den Oberkörper nicht, wir vermeiden dieses Training, trainieren noch mehr Beine und dann ist das so ein bisschen ein kleiner Teufelskreis. Was sage ich dazu? Oberkörper muss trainiert werden. Wir reden hier nicht von einer anderen Spezies. Bei Frauen gelten dieselben Gesetzmäßigkeiten wie für Männer. Du brauchst einen starken Oberkörper, allein schon aus Gesundheitsgründen. So. Das Zweite ist, Frauen werden nicht die Muskelmasse aufbauen, dass sie aussehen wie Hulk, außer sie spritzen sich Steroide oder nehmen irgendwelche anderen bunten Smarties. Tun sie aber nicht in der Regel. So, deswegen kann man unbedenklich und nicht nur man kann, sondern man muss Oberkörper trainieren als Frau. Es dauert aber, bis du da eben die Kraft reinbekommst. Und das ist das, was er jetzt sagt. They get really, really, really strong pound for pound. For Bree, I think we ended up doing 10 pull-ups straight. 8 chain push-ups with 50 pounds of chains on her back. Hip thrusting well over 300 and some odd pounds. Erstmal die Kraftwerte für den Oberkörper sind krass. 10 Pull-ups, sehr gut für eine Frau. Ja. Wenn du es aber vergleichst, 10 Pull-ups und 8 Push-ups mit 50
Pfund, also so 22 Kilo Ketten und du 300 Pfund, also so ca. 130 Kilo oder 135 Kilo, vergleichst mit dem relativ, dann ist der Unterkörper sehr viel stärker. Und es wird auch so bleiben. Alles okay. Aber trotzdem ist es wichtig, entsprechend zu trainieren. Und die Oberkörpergains, die machst du als Frau auch sehr, sehr schnell. Man muss halt wirklich nur da rankommen. Stuff that most women would think is absolute insanity. Think about it. If you're not able to do a pull-up and then a few weeks later I'm proving to you and you're doing pull-ups, think about what that's doing to you psychologically and mentally. I mean, it's just a reinforcement of who you are and what you're able to do. Der Punkt, den er macht wegen der Psychologie und den Persönlichkeitsentwicklungsauswirkungen von Training sind super richtig und auch super wichtig. Leute, die trainieren und dann erfolgreich trainieren, die erzählen dann, hey, alter, Training hat mein Leben verändert, ich denke seitdem ganz anders nach, über die Welt, über mein eigenes Leben, meine Selbstwirksamkeit ist viel krasser und so. Wo ist da die Ursache? Das hat er sehr gut erklärt. Wenn du konfrontiert bist mit einer Sache, die du tun möchtest, aber du kannst sie nicht tun, plus du kannst dir nicht vorstellen, dass du sie jemals in deinem Leben tun können wirst. Denkst, du wirst nie in deinem Leben einen Push-Up zum Beispiel, einen Pull-Up ausführen können. Und nach 3 Monaten machst du 10 von den Dingern. Und zwar, wenn du dann etwas schaffst, das vorher gar nicht in deiner Vorstellungskraft sich abspielen konnte. Du konntest dir nicht mal vorstellen, dass du das schaffst. Und dann schaffst du das, plus du schaffst es nicht nur einmal, sondern 10-mal zum Beispiel, dann verändert sich bei dir in deiner Gedankenswelt ganz viel. Du hast ein Prinzip gelernt und du hast gelernt, du bist selbstwirksam. Das bedeutet, du lernst nicht nur, dass du selbstwirksam bist und dass du dich selbst transformieren kannst, dich entwickeln kannst. Das ist ja zum Beispiel das, was du auch beim Meditieren lernst, ist, dass du genau dieselben Vorstellungsprozesse verändern kannst, aber grundlegend verändern kannst, sodass du dir das im Vorfeld nicht vorstellen konntest, dass du das so verändern kannst. Und jetzt hast du dasselbe mit dem Training. Auf den ersten Blick wirkt das immer stumpf, weil die sagen so, ach, diese Gym-Spastis, sind alle dumm und denken, labern irgendwas von, sie haben jetzt irgendwelche Allerweltsweisheiten und Kalendersprüche. Sie haben jetzt das Veränderungspotenzial ihres Lebens entdeckt. Sie können jetzt alles. Das ist auch ein bisschen übertrieben, aber wenn du es hinkriegst, eine Sache zu machen, wo du es vorhin einfach überhaupt nicht dir vorstellen konntest, dass du es jemals tun könntest und du dann noch die komplette Blaupause, den kompletten Plan hast, wie du es hinbekommen hast, dann lernst du nicht nur, dass du selbstwirksam bist und dass du einen großen Einfluss hast auf dich und auf deine Umwelt, dass du Dinge verändern kannst und erreichen kannst, die du erreichen möchtest, sondern du lernst damit noch ganz, ganz viele Dinge. Ich werde jetzt nur mal einen Teil davon erklären. Und das ist, du lernst grundsätzlich mal die Zeitschiene. Du lernst, wie viel Geduld du haben musst, bis sich gewisse Änderungen von einer kleinen Größenordnung addieren und summieren, bis dann letzten Endes eine Veränderung kommt, wo du dann kommst, zum Beispiel nach den Sommerferien und die Leute sagen, Alter, holy fuck, Digga, du bist aufgegangen wie Hefeteig, du siehst ganz anders aus, du bist ein anderer Mensch. Und du bist auch ein anderer Mensch, weil du hast etwas ganz Fundamentales begriffen. Du hast begriffen, dass du dein scheiß Leben in die Hand nehmen kannst. Und wenn du gewissenhaft, diszipliniert diese Strukturen, die du in dein Leben installiert hast, einfach nur gewissenhaft befolgst und diszipliniert befolgst, dass du dann große Veränderungen hinbekommen kannst. Und selbst wenn es 0,5% pro Woche sind, dann hast du in 10 Wochen 5% und in 100 Wochen 50% verändert. Und genau darum geht es. Und das bringt dir Training bei. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt das Lesen. Genau mit dieser Disziplin gehe ich ran. Ich konnte nichts und ich bin ein dummer Idiot. Ich bin immer noch ein dummer Idiot, aber ich bin ein weniger dummer Idiot, als ich es vor 3 Jahren war. Und genau darum geht es. Und das lernst du dabei. Und glaub mir, es ist eine der schönsten Sachen, die es gibt, wenn du die Grenzen deiner eigenen Vorstellungskraft zerstörst und die jetzt so weit draußen sind, dass du sie nicht mehr siehst. Das ist eine unfassbar wichtige Sache für dein Leben. Und wenn dir Training das beibringen kann, dann ist es nur eine der ganz vielen Sachen, die gut sind für dich. Und die so gut sind für dich in dieser Größenordnung. Ich will mein Fazit geben zu ihm. Ich muss sagen, ich bin extrem überrascht. Er scheint ein sehr, sehr guter Trainer zu sein. Ich kann jetzt nicht die Details und der Teufel liegt im Detail. Ich kann jetzt nicht die Details da analysieren und sagen, wie gut diese Trainingspläne im Detail sind. Ich kann nur sehen, okay, er kommt hin, das ist der Ursprung, das ist sein Ziel und er bekommt es hin, scheinbar. Also er scheint sein Geld wert zu sein. Und er macht einen sehr guten Eindruck. Wie komme ich zu dieser Schlussfolgerung? Und zwar, wir haben ein Spektrum von sehr, sehr vielen verschiedenen Zielen, die er erreichen kann. Und zwar, der herkömmliche Fitnesstrainer sagt, okay, du willst breit werden und du willst abnehmen. Okay, mach mal, kriegen wir hin. Nicht so schwierig. So, jetzt kommt die zusätzliche Komplikation mit, wir wollen das machen und wir wollen, dass du gesund bleibst, während du so stark wie möglich wirst, dich so gut wie möglich fühlst, du hart dein Training durchziehst, du abnimmst und du dabei noch gesund bist und wir ein komplexes Übungsrepertoire haben, was vielleicht noch deine Probleme adressiert, wie zum Beispiel ein Tanzbeispiel. Dann haben wir beim Tanzbeispiel noch die zusätzliche Komplikation von, wir müssen nicht nur eine Frau fit machen und ihre derzeitigen körperlichen Baustellen von Nacken, Schulter und Rücken berücksichtigen, wir müssen sie sogar aufpäppeln. Das heißt, wir wollen, dass diese Frau diesen Schmerz, mit dem sie ihr Leben lang lebt,
wieder hier, ihre Vorstellungskraft. Ich lebe mein Leben lang mit diesem Schmerz, hatte ich auch mal und jetzt okay, nein. Wie kriege ich das trainingsseitig hin, dass ich das in den Griff bekommen kann, dass das besser wird und dass ich noch fitter werde, als ich davor war, ohne Schmerzen, was ich mir nicht vorstellen konnte. Und dann musst du noch tanzen. Ich finde ihn gut, weil er dann nicht nur die Frau dann zum Tanzen bekommt, plus ihren körperlichen Problemen, plus sie fit bekommen, plus das Ganze, dass sie sich nicht weiter verletzt, sondern gesund wird. Das ist schwierig. Erläutere ich gleich, wieso das schwierig ist nochmal. Dann haben wir einmal Bradley Cooper Story, wo man sagen kann, ja, kann sein, dass da Stoff im Spiel war, kann aber auch sein, dass es realistisch so geht. Ja, ist die Frage, wie viel Muskulatur war es wirklich. Aber es ist im Rahmen des Möglichen, meiner Ansicht nach, auch wenn sehr, sehr schwer und ein Anfänger kann das unter gar keinen Umständen machen. Bedenke, er wurde gebabysittet von jeder möglichen Facette, von Koch, Essen, Trainer, Ärzte, Co., Physiotherapie, was weiß ich. Dann haben wir Athletiktraining, wo dann eine Wrestlerin wird. Dann haben wir das eine Ding, wo die mit einem 32 Kilo Exoskelett den ganzen Film da durchlaufen muss und so. Das heißt, wir haben eine Reihe von vielen komplexen verschiedenen Zielen, die ein komplett anderes Übungsrepertoire teilweise erfordern. Und ein guter Trainer ist in der Lage, das zu erkennen und das hinzubekommen. Und er scheint auf jeden Fall ein guter Trainer zu sein. Freunde, ich habe euch genug gelangweilt. Falls ihr mehr wissen wollt oder irgendwelche Fragen habt zu dem Thema oder irgendwas von den genauen Trainingsplänen, wo ich da tiefer ins Detail gehen soll, welche Themen euch daraus interessieren, schreibt es in die Kommentare. Liked, wenn das Video beschissen war, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Werbung an dieser Stelle. Gymshark hat wieder neuen Stuff gedroppt. Unten in der Beschreibung habt ihr den Link. Ihr wisst, wie es ist. Nee, aber tut mir einen Gefallen, checkt auf jeden Fall Gymshark ab. Da sind ein paar coole Sachen released worden auf jeden Fall. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Das wird dann der Simeon Panda Trainingsplan-Analyse sein. Da bin ich gespannt. Und ich hoffe, die Reaction hat euch gefallen. Ich bin gerade genervt, dass ich bei keinem Ding ins Detail eingehen kann. Aber so ist es. Ihr wisst, wie es ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.